Fußball 2000 und wir sind heute zu Gast an einem der coolsten Orte der Stadt, nämlich im Senckenberg-Museum. Auch der Oskar ist heute mit dabei und der Oskar ist natürlich großer Eintracht-Fan. Oskar, magst du lieber Dinosaurier oder Dino Topmöller? Ich mag mehr den Dino Topmöller. Und warum? Weil er Eintracht-Trainer ist und weil ich Eintracht-Fan bin. So, wie hat die Eintracht am Samstag gegen Stuttgart gespielt? 1-0. Wer war da der Torschütze? Die Legende Mario Götze. Die Legende Mario Götze. Darüber reden wir jetzt bei Fußball 2000, Ja. oder? Pam, pam, pam. Fußball 2000, wir sind wieder da, ihr Lieben. Und wir melden uns zurück nach diesem herausragenden Sieg der Frankfurter Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Und ich muss sagen, wir gehen rein in den Abend. Aber bevor wir in das Spiel gehen, muss ich sagen, schon vor dem Spiel, eine gute Anspannung. Saturday night is alright for fighting. Und liebe Leute... Saturday night dance, I like the way you move. Oh, geil, jetzt... Pretty baby. Oh, scheiße, jetzt müssen wir GEMA-Gebühren anmelden. Na, das war es jetzt mit dieser Sendung. Aber, mein lieber Basti, es war der Wahnsinn schon vor dem Spiel. Ein wenig ein Choreo. Und man hat gemerkt, das ist ein großes Spiel. Es ist das größte, wichtigste Spiel an diesem Wochenende. Genau, das hat sich auch so gezeigt. Tatsächlich fing das ein paar Tage vorher schon an. Du hast so diesen Bild abgehabt. So die Länderspielpause war vorbei, das Spiel kam immer näher. Da hast du gedacht, wow, Tabellensituation ist eng. Stuttgart kann ja auch nochmal zurückkommen. Also die können sich ja mit dem Sieg in Frankfurt auch zurückmelden. Ja. In diesem sehr breiten Kreis an Vereinen, die irgendwie in Europa spielen wollen oder können. Und dann kam es zu diesem Spieltag und ich war morgens schon aufgeregt. Also ich war lange nicht mehr so aufgeregt vor einem Spiel. Dann hast du auch noch diesen ganzen Tag bis abends zu diesem Spiel. Dann ist diese Konferenz, wo das ein oder andere Ergebnis für dich läuft. Und dann denke ich dir so, ach du liebe Zeit. Und dann hat man sich als Eintracht-Fan ja auch schon diesen Pessimismus angewöhnt. Ja gut, ist ja klar, was dann passiert. Aber eigentlich denkt man sich ja auch, das muss aber auch nicht passieren, weil Stuttgart auch die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Und dann hast du es angesprochen. Dann kommt diese Choreo. Dann ist ein bisschen Feuer unterm Dach, dann ist die Stimmung richtig krass, was auch nicht mehr selbstverständlich ist so in den letzten Monaten. Ja, und es war alles bereitet. Es war alles bereitet, dass jeder hyped und aufgeregt war aufgrund dieses Spieles, weil du halt A wusstest, was das bedeutet und weil du wusstest, dass am nächsten Tag auch noch Mainz in Dortmund spielt und Freiburg zu Hause gegen Union Berlin. Also es war einfach wirklich ein Spieltag. Und ich meine, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, die Leute werden es gesehen haben. Haben wir gewonnen. Der Spieltag war ja Wahnsinn. Jetzt mal ganz kurz, unabhängig vom Eintrachtspiel. Was war das für ein Spieltag? Ja. Das ist so, als hätten wir uns das irgendwie selber aufgeschrieben und gesagt, ja, das nehme ich so. Vor allem hast du es endlich mal genutzt. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig, da würde ich aber nachher ganz gerne noch zu sprechen kommen, weil jetzt geht's mir erstmal ums Spiel selbst. Und da kam die Eintracht rein, aber nicht so richtig gut, da kam nämlich eine andere Mannschaft rein. Und zwar... von denen wir schon... Eine ganz andere Mannschaft. Ja, eine ganz andere Mannschaft. Die dritte Mannschaft. Ich weiß nicht, VfB Bochum. Genau, und zwar der VfB Stuttgart, der durchaus die ersten Minuten stärker war, Phil. Ja, es war wieder so diese Anfangsviertelstunde, wo du so ein bisschen so das Gefühl hast, na kommt Jungs, bisschen mehr Intensität, bisschen besser da reinkommen irgendwie, also... Trotzdem war das Gesamtpaket genauso wie Basti gesagt hat. Du hattest so diese positive Anspannung. So dieser ganze Fußballabend hatte so einen prickelnden Anstrich mit dieser Konstellation, mit diesen 2 Mannschaften, die mit einfach der heißeste Scheiß der Bundesliga sind. Auch Stuttgart sehe ich so gerne. Ja, geile Fanbasis, war laut. Es war von der ersten Sekunde an dieses intensive Fußballspiel. Es war ein Bundesligaspiel. Genau. Es war ein Bundesligaspiel. Das Wetter war auch gut. Von der ersten Sekunde an so gefordert hat. Ja. Dass man, finde ich, heute 2 Tage später noch so körpermüde ist, weil das so anstrengend war, aber positiv anstrengend und so aufregend. Ja. Und das begann auch schon in dieser Anfangsviertelstunde, auch wenn die Eintracht da noch nicht so gut drin war. Genau, Anfangsviertelstunde muss ich sagen, VfB Stuttgart ein bisschen besser. Man hat schon gemerkt, auch wenn die tabellarische Situation es vielleicht gerade nicht hergibt, das ist eine super Mannschaft. Ja. Da sind die Anlagen, das ist herausragend. Und auch, muss auch sagen, Chapeau, Hoeneß ist ein Top-Trainer, der das gerade sehr, sehr gut macht. Du merkst auch, so sage ich vom Taktischen, da muss ich auch Dino Topmöller das ein oder andere mal ranhalten, um da ranzukommen. Ja? Aber nach den ersten Minuten, wo ich glaube, da gab es schon Übergewicht für den VfB, ist die Eintracht aber dann besser reingekommen. Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, die waren ein bisschen besser. Ja. Und das trifft's ganz gut. Ich fand jetzt nicht, dass die irgendwie auch irgendwie aus der Kabine gekommen sind und die Eintracht an die Wand gespielt haben. Die haben einen guten Kader, auch wenn die gerade aktuell nur 10. oder 11. sind oder so. Aber so ein Chris Führig, auch Enzo Mio, das sind ja auch die beiden, die die Chancen hatten, beziehungsweise eingeleitet haben. Ja. Das sind halt einfach Spieler, die haben immer mal eine geile Idee. Ne? Und nach vorne haben die, vor allem nach vorne, finde ich, haben die extreme Qualität. Auch wenn es diese Saison, vielleicht ist das auch die Doppelbelastung mit der Champions League gewesen, nicht so richtig hinbekommen, nicht richtig auf die Platte bekommen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, krass, wow, die feuern hier ein totales Feuerwerk irgendwie ab und die Eintracht kommt gar nicht irgendwie in die Zweikämpfe oder kann dagegenhalten oder so. Das fand ich überhaupt nicht. Und nach 10, 15 Minuten nach dieser Mio-Chance ist das Spiel total gekippt. Da hatte ich, ab dem Zeitpunkt hatte die Eintracht das Ding in der Hand, hatte ich das Gefühl. Es war schon so, dass natürlich Stuttgart immer mal Situationen hatte. Trotzdem hatte ich ab da das Gefühl, okay, Eintracht ist die bessere Mannschaft, mit den klareren Chancen.
und mit vor allem mehr Intensität und mehr Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Und klarere Chancen, da sprichst du natürlich auch eine Riesenchance gleich an von, meine Güte, Ansgar Knauf. Da habe ich schon gedacht, da macht er ja bis dahin alles richtig. Und ich habe gedacht, da könnte er sich schon früh krönen. Und dann hat es leider nicht so ganz geklappt, aber das war schon das erste riesige Ausrufezeichen, oder? Ja, tatsächlich. Es ist auch so ein bisschen dieser Widerspruch in dieser ersten Halbzeit gewesen, dass du das Gefühl hattest, Stuttgart ist leicht besser. Stuttgart ist auch verbessert im Gegensatz zu den letzten Wochen. Du hast schon das Gefühl gehabt, okay, der Trainer hat jetzt seinen Vertrag verlängert, vielleicht ist die eine oder andere Unruhe dadurch weg. Ja. Vielleicht hat man da jetzt irgendwie auch so einen Fokus. Ich glaube auch, dass die angezündet sind aufgrund des Pokal-Halbfinals. Also du hast schon gemerkt, die Fans auch, dass die es nochmal wollen. Also die sind nicht in so einer Phase jetzt gerade, wo sie die Saison aufgegeben haben, sondern der VfB war da. Aber trotzdem muss die Eintracht zur Halbzeit trotzdem führen. Ja, auch wenn du so eine normale erste Halbzeit gespielt hast, weil die war nicht schlecht, die war aber noch nicht überragend. Trotzdem musst du 2-0 führen. Du hast die Chance von Knauf angesprochen. Dann hast du noch einen Etiketté-Kopfball gehabt. Das Ding von Collins, kurz vor der Pause. Collins noch dieses Ding. Also du hast einfach genug Chancen gehabt, um trotzdem zu führen. Und ich bin dann ehrlich gesagt sehr aufgeregt in die Halbzeit gegangen, weil ich dachte, okay, beide Mannschaften können Lernen aus dieser Halbzeit ziehen. Und ich bin gespannt, wer das macht, weil du hast vorhin die beiden Trainer angesprochen. Ich meine, Höhn ist auch ein guter Trainer, Dino Topmöller auch. Ich war wirklich sehr gespannt, wie diese zweite Halbzeit aussehen wird. Weil du das Gefühl hattest, okay, beide hatten Argumente auf ihrer Seite zu sagen, ja gut, eigentlich können wir dieses Spiel gewinnen. Also du hättest für beide Vereine Argumente finden können, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich war sehr gespannt, wie die aus der Halbzeit kommen und wer welches Learning mit auf den Platz bringt. Und da muss ich sagen, ganz klarer Sieger in der Halbzeit, Dino Topmöller. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ganz kurz rein, weil wir haben über Ansgar Knauf gesprochen. Der ist ja im Laufe der ersten Halbzeit noch ausgewechselt worden, wo ich auch gedacht habe, bei dieser Chance, wo ich richtig Angst hatte, oh, das wird vielleicht echt Kreuzbandriss oder so, zum Glück nur leichte Verletzung. Gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Schreibt mal ein paar Genesungswünsche für Ansgar Knauf in die Kommentare. Hoffe, du bist wohl Knauf. Ja. Wow. Und jetzt hat er sich nochmal verletzt, Alter. Ja. Der war schon auf dem Weg der Besserung, Alter. Aber, mein Lieber, wie hast du den Wechsel gesehen? Hattest du ein bisschen Angst, weil Collins ja sich absolut gleichwertig, also nicht der gleichwertige Ersatz ist, aber das hat er super gemacht eigentlich, ne? Ja und nein. Ich finde, du hast schon gesehen in der verbleibenden Spielzeit, dass das nicht seine angestammte Position einfach ist. Das hat er auch selber gesagt. Ja, klar, es war ja auch eine Notlösung. Die Idee dahinter war klar, weil Nnamdi halt ein ähnliches Tempo hat wie Ansgar, dass du diesen rechten Flügel halt weiter mit Tempo bespielst gegen Mittelstädt, der ein guter Fußballer ist, aber nicht der Allerschnellste. Führig auch. Genau. Führig übrigens, ich dachte die ganze Zeit, dass Stuttgart das erste Tor schießt, weil wenn Chris Führig ein Tor schießt, dann sagt er dann für ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Wetten bei meinem privaten Phil-Wettanbieter, die Quote, dass es ein Führig-Witz wird statt ein Dino-Witz im Senckenberg-Museum, die waren sehr hoch. Also es gibt sehr viele Leute, die jetzt sehr reich geworden sind gerade. Also Nnamdi hat sich prima da eingeführt, ja, aber du siehst natürlich schon, ich meine, das war improvisiert, das war nicht der Plan und dafür hat er es hervorragend gemacht, auch wenn du natürlich von ihm nicht erwarten kannst, dass er wie am Ende dann die 2-3 Buden da noch macht. Ich finde, er hat ein bisschen gebraucht. Ja. Er hatte ein, zwei Situationen, wo man gesehen hat, dass er nicht so richtig, im Stellungsspiel irgendwie nicht so richtig positioniert ist und so weiter und so fort. Aber der hat sich reingebissen. Also er hat letzten Endes hätte er eigentlich ist der Innenverteidiger der Mann. Ja. Der spielt seine erste Bundesliga-Saison. Jetzt muss er das erste Mal auf der rechten Schiene ran. Ja. Und der hätte eigentlich 4 Tore machen können. Ne? Also so schlecht kann das nicht gemacht werden. Aber ist das nicht gleichzeitig auch so ein bisschen Signal gewesen? Ich meine, klar, es war jetzt nicht so seine Optimalposition, aber andere, die vielleicht zwar auch nicht deren Optimalposition gewesen wären, aber vielleicht weiter offensiv, natürlich Offensivkräfte gewesen wären, sind dafür nicht eingewechselt worden. Ja, aber ich finde, Phil hat recht. Also das war schon klar zu erkennen, warum Dino Topmöller das machen will. Wenn du dann Fares Shaibi zum Beispiel hinstellst, den ich schätze als Spieler, aber der schon jetzt defensiv schon auch die eine oder andere Schwäche irgendwie immer mal hat und auch eventuell nicht das Tempo, was Nnamdi Collins hat, dann hast du gegen einen Spieler wie Chris Führig zum Beispiel, den du in so einer Situation mit Collins und einem Christensen dahinter, den du halt doppeln kannst zum Beispiel, wenn es eng wird. Das ist defensiv extrem wichtig, weil das ein Spiel war, das haben wir ja gesehen, da stand wirklich spitz auf Knopf. Ne? Also wenn so ein Führig einmal durchkommt und eine gute Idee hat oder ein bisschen Platz hat und da ist halt ein, keine Ahnung, Shaibi, ich will den jetzt gar nicht irgendwie persönlich, das war jetzt ein Beispiel, aber irgendein Spieler, der... Willst du durchaus persönlich? Irgendein Spieler, der quasi nicht das Tempo mitbringt, weißt du, dann ist so ein Führig mal durch und dann hast du halt eine Situation, die so ein Spiel aus so einem 1:0 halt ein 1:1 macht oder 0:1 sogar, ne, wenn es schlecht läuft. Und deswegen, ich kann das taktisch total nachvollziehen. Es wäre natürlich trotzdem wünschenswert, wenn du im Sommer vielleicht mal guckst, ob du auf den offensiven Außenpositionen, aber das ist natürlich ein anderes Thema, da eventuell noch mal ein bisschen jetzt lass du mal den Moment genießen, Stefan. Dazu holst. Ich merke schon. Das ist nur ein kleiner Vorteil. Ich merke schon, die Ansprüche werden größer. Ja, auch Herr Stefan Reich, dem das schon wieder nicht genug ist. Ihr müsst nicht genug, was da passiert. Ich bin ein zufriedener Mensch. Passiert. Ich will doch nur was spüren!
Scheint wohl in der Halbzeit in der Kabine irgendwas passiert zu sein, denn die Eintracht kam deutlich besser raus. Was waren so die Tricks, die Dino da bemüht hat? War das nur die Motivation? Erzähl mal, was er dir gesagt hat. Genau. Er hat mir gar nichts gesagt, Dino Topmöller redet mit mir nicht. Habt ihr euch gestritten? Nein, das stimmt nicht. Wir haben uns mal beim Länderspiel getroffen. Richtig guter Typ. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nur, dass er das besser gemacht hat als der Gegner. Weil Stuttgart hat dann gar kein Land mehr gesehen in der zweiten Halbzeit. Und das war auch vor der roten Karte schon so. Die rote Karte war meiner Meinung nach eher ein Ergebnis von dieser Dominanz, weil die Eintracht das halt noch besser gemacht hat. So, und trotz dieser Aufstellung, weil ich habe ein bisschen geguckt, hab gedacht, boah, das ist jetzt nicht das offensivste Zeichen, was du gibst. Ja. Und auch, die rote Karte werden wir auch noch besprechen, auch danach hast du jetzt nicht unbedingt offensiv gewechselt, wo man dachte, okay, der will den Sieg jetzt erzwingen, sondern der will sich eher den Sieg diszipliniert holen, was als Fan halt manchmal gar nicht so einfach ist. Ja. Dass du denkst jetzt, ist noch einer weniger, bring doch Batshuayi jetzt. Weiß ich nicht, du hast auch das Gefühl gehabt, ey, du bist gerade dabei, Stuttgart irgendwie niederzuringen. Ja. Aber im Endeffekt war es wahrscheinlich richtig. Aber weißt du was, Basti? Ich glaube, und das ist ein Unterschied inzwischen, die haben das Vertrauen in diese fußballerischen Fähigkeiten, die sie inzwischen haben, in diese Qualität. Und selbst in der Konstellation in der zweiten Hälfte, du hast ja nicht nur mit Collins einen positionsfremden Spieler gehabt, du hast auch Tuta auf der 6 gehabt, also auch da war die Personalnot ja groß. Das heißt, du hast 2 Jungs da drin gehabt, die gar nicht in ihrem natürlichen Lebensumfeld quasi sich bewegt haben. Tuta hat das übrigens auch überragend gemacht am Samstag, muss man auch wirklich mal sagen. Aber dieses Zutrauen in diese Fähigkeit, das Tempo ein bisschen anzuziehen in Kombination mit dieser fußballerischen Selbstsicherheit, die du inzwischen entwickelt hast, ja, das kann in so einem Spiel dann schon den Unterschied machen. Und das Ergebnis davon hast du, finde ich, relativ schnell in dieser zweiten Hälfte gesehen. Das ist wichtiger. Vor allem ganz kurz, diese Selbstverständlichkeit, die du ansprichst, die war ja weg. Ja. So, machen wir uns nichts vor. Die war in der Rückrunde nicht mehr da. Das ist quasi die wir aus der Hinrunde kennen. Ja. Und wo wir es gefeiert haben, dass die Eintracht spieltaktisch gesehen viel stabiler geworden ist. Ja. Und dieses Zutrauen ist einfach wieder da. Ich glaube, diese Basis hat immer gestimmt, aber dieses Zutrauen ist jetzt wieder dazu gekommen, dass du das Gefühl hast, du bist im Vibe wieder drin. Und das Zutrauen merkst du dir natürlich auch in allen Elementen an, weil du merkst es ja auch, dass die Connection mit den Fans wieder völlig da ist. Du merkst die Einzelszenen, das merkst du, wenn Santos eine gute Parade gemacht hat, das ganze Stadion da ist und das auch feiert. Du merkst die Einzelszenen wie Theat beispielsweise, der dann jubelt, da ist dann, weiß ich, diese Ameisenbär da so dasteht, der kennt es gibt oder so, ja. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, genau, so was wollt ihr im Endeffekt. Und das ist natürlich diese Stabilität, die sich aber jetzt, und Phil, das hast du ja wir haben ein bisschen gechattet, hast du ja auch angesprochen, die sich eigentlich auch aus dieser Defensive, die funktioniert, gerade wieder herausarbeitet im Endeffekt. Ja, ich finde auch gerade, also du hast natürlich die Headlines am Samstag zu Recht auch Mario Götze abgestaubt, da müssen wir gleich noch mal drüber reden, ne? Und Hecki da vorne, was der als alleinige Spitze da wieder seinen Körper einsetzt, alles, kommen wir gleich noch zu. Aber das Fundament war auch am Samstag einfach diese funktionierende Abwehr. Mit einem Torwart übrigens, der eine unfassbare Aura hat, gerade bei diesen hohen Bällen. Ja, hast du auch am Samstag wieder gesehen? Ne? Phil und die Jugendsprache hat Aura auf jeden Fall. Ja. Aura Santos. Guck mal, wer dazu einen Social-Media-Post macht. Aber auch hinten mit einem Robin Koch, der in der Nationalmannschaft nur Innenverteidiger Nummer 4 oder 5 ist, aber bei der Eintracht einfach unumstrittener Abwehrchef da hinten und halt flankiert, nicht nur von Theat, der eine Weltklasse-Performance am Samstag abgeliefert hat, sondern ich habe Samstag mal wieder privat gesessen. Grüße an den EFC Pogo. Danke, dass ihr mich aufgenommen habt für 90 Minuten. In Reihe 8 im 32er. Ja. Und vor mir hat eine Hälfte Rasmus Christensen, ich will es nicht mal gespielt nennen, sondern der ist in dieser Körperhaltung, läuft er da rum, ja, guck mal, so läuft er im Prinzip da rum. Und entweder er brüllt Mitspieler an oder er brüllt Gegenspieler an oder er macht den hier irgendwie vorm Publikum. Und allein das feuert und feiert dich so an. Das ist so krass, ja. Und das ist die Basis für alles. Also eine solche Mentalität und eine solche Präsenz und dieser Wille, den du spüren, den du greifen kannst, der sich dann überträgt auf die Menschen im Stadion. Das ist, glaube ich, die Basis für viele. Ich finde, das ist ja wirklich genau, was du sagst, weil das ist diese Motivation, die sich dann wieder überspiegelt, auch auf die Fans. Aber Stefan, du wolltest was sagen. Genau, ich will noch einhaken. Ich fand das außergewöhnlich, wie Christensen und auch Theat durch ihre Spielweise, aber auch durch diese explizite Situation das Publikum anzünden und auch ihre eigenen Mitspieler. Ne? Das ist eine extrem junge Mannschaft und da tut's, glaube ich, total gut, wenn du so ein 20-Jähriger bist, irgendwo im Mittelfeld, wenn du hinten drin 2 so Dudes hast, die schon 24, 25 sind oder so, schon ein bisschen was erlebt haben und dir die ganze Zeit das Gefühl vermitteln, alles klar, wir sind hier, Krösche, man nannte das die Bodyguards, ne? Wir sind hier die Dudes, die passen auf und ihr macht mal da vorne und wir werden das Kind schon schaukeln irgendwie. Und ich finde in der Defensive aktuell, in der Zusammensetzung mit einem fitten Theat, Robin Koch und Christensen, du hast dann noch andere, Collins finde ich auch natürlich, oder Nene Brown auf der anderen Seite,
Da ist eine extrem gute Mischung am Start aus einer sehr, sehr guten Zweikampfhärte. Es macht keinen Spaß, gegen dieses Spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Spielerischer Klasse aber auch. Also ich finde, Nato Theat hat eine extrem gute Spieleröffnung zum Beispiel. Und eben diesem super krassen emotionalen Faktor, von dem ich glaube, dass das A für die junge Mannschaft sehr wichtig ist und B aber auch an einem emotionalen Standort wie Frankfurt nochmal eine andere Wucht entwickeln kann als anderswo. Wenn du so eine Szene hast, ganz am Ende, oder 2 Szenen ja, die von Theat und dann von Christensen auch, der sich das Publikum auch anfeuert, da merkst du wirklich im ganzen Stadion, wie alle nochmal aus den Sitzen gehen und so eine richtige Energie entsteht, die ist für so die letzten 10 Minuten bei einem 1:0. Vielleicht ist das romantischer Schwachsinn, den ich gerade erzähle, so, aber ich glaube fest daran, dass sowas einen Unterschied machen kann. Nee, ich glaube, das ist ganz klar, dass es einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist jetzt gerade für die letzte Saisonhälfte immens wichtig, dass alle wieder im Boot sind. Dass alle wissen, wo das Ziel hingeht, dass auch alle wieder Bock auf die letzte Zeit haben. Und das war ja, deswegen war es auch wichtig, so ein gutes Spiel gegen VfB zu haben, dass du jetzt nochmal gemeinsam wieder den Bock umstößt. Aber Marvin, was war der Gamechanger da? Was glaubst du? Waren das die Ajax-Spiele? War das dieses Bochum-Spiel? Also, ne, du hast ja auch gerade gesagt, auf einmal bist du wieder so in diesem Hinrundenmodus mit dieser Selbstsicherheit. Für mich war es tatsächlich die gute Performance bei Ajax. Ja. Die zwei Trainingsspiele gegen Ajax waren gut. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich schon. Ich meine, weil das war ein großer Gegner. Du hast schon gemerkt, okay, das natürlich das zweite Spiel deutlich ersatzgeschwächt, beziehungsweise sie haben sich selber geschwächt, die wollten gar nicht mehr. Aber das hat schon ein bisschen die Signalwirkung mitgegeben. Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass ganz ehrlich, tatsächlich auch, dass die kurze Pause jetzt nochmal geholfen hat, alle nochmal heißer werden zu lassen. Denn jedem ist ja jetzt klar geworden, okay, gegen den VfB, das ist jetzt ein 6-Punkte-Spiel. Wenn an einem Samstagabend, wenn das jetzt hier klappt, dann geht's wieder in die andere Richtung. Alles, was davor war ja dann schnell vergessen. Ich glaube tatsächlich, dass so, was dieses spielerische Selbstverständnis angeht, da waren die Ajax-Spiele wichtig. Ich glaube aber, dass diese Resilienz, diese Widerstandskraft, die du jetzt wieder dazu gewonnen hast, dass dafür das Bochum-Spiel der entscheidende Faktor war. Und das erste Ajax-Spiel war auch, weil da hast du auch zurückgelegt und hast das Ding noch umgebogen und dann lange das 2-1 verteidigt. Europapokal ist ja oft Spotlight. Also du kannst ja oft dieses Spotlight-Spiel rausrechnen, weil die gar nichts mit dem Alltag zu tun haben. Ich finde gerade dieses Bochum-Spiel, genau dieses Bochum-Spiel gegen gute Bochumer, die gut in Form waren, wo jeder hingefahren ist übrigens gedacht hat, oh je. Die aktuelle Eintracht, da kriegen wir in Bochum 2 Stück, genau was Phil gesagt hat. Dann hast du auch nochmal Bochum, die zurückkommen und du schlägst dann zurück. Ich glaube tatsächlich, dass das der Mannschaft unglaublich gut getan hat, weil das auch spiritmäßig war. Weil dieses Spielerische, haben wir gesagt, in der Basis stimmt das immer, aber genau wieder, was ihr sagt und was bei Theat und Christensen für mich wichtig ist, das sind die Affen nicht rum. So, es gibt ja Spieler, Davy Selke zum Beispiel, der macht das zum reinen Selbstzweck. So, der macht dann so, ey, und dann denke ich mir, was, ey, du machst überhaupt nichts auf dem Platz. Theat macht das ja nach einer Wahnsinnsgrätsche. Das heißt, die Erzählung ist stimmig. Wenn du so einen wegrätst, die selber die Emotionen hast und dann ins Publikum schießt, dann ist das authentisch und nicht so, wie manche Spieler so, und dann denkst du, was willst du denn, spielen Fußball so? Das ist, finde ich, einen wichtigen Spirit, weil ich glaube, dass das auch das Problem in der vorigen Woche war, bis irgendwie war ein bisschen der Wurm drin. Und die Eintracht hat sich genau das, was du gesagt hast, in dieser Pause, vielleicht jetzt auch nochmal gegen Stuttgart, weil das nochmal ein anderes Level als Bochum ist, einfach zurückgeholt. Einfach diesen Spirit zurückgeholt, einfach wieder in den Vibe reinzukommen. Und dann, wenn du in dem Vibe bist, und das hat Phil recht gesagt, das ist die Basis. All das, was wir danach besprechen, die ganzen Spotlight-Spieler, die ganzen Highlights, die in dem Spiel stattfinden, die können nur auf diesem Boden wachsen. Verstehst du? Du brauchst diese Basis mit diesem Vibe und mit dieser Defensive und dann kann Mario Götze und etikettieren, wie sie alle heißen, und dann machen wir sie wollen. Und vor allem, da noch mal einhaken, ich finde auch die Art und Weise, wie die Spiele gewonnen wurden, finde ich auch entscheidend, weil natürlich so ein Ding jetzt Samstag, wenn du die 3-0 schlägst, geht das auch in Ordnung und alle nehmen das mit und so, aber du hast 1-0 dir richtig erarbeitet am Ende. Ne? Du hast dir in Bochum das Spiel, das stand auch am Ende wirklich auf der Kippe. Ne? Da hätte Bochum noch ausgleichen können. Das Ajax-Spiel, da hast du zurückgelegen, das erste Spiel, hast das Ding noch gedreht. Das heißt, es sind alles Spiele gewesen, wo du als Mannschaft wirklich so Widerstände hast überwinden müssen, wo du was zu verlieren hattest und du hast es dann doch gezogen. Und ich glaube, das ist für so die Stimmung in so einer Truppe, gerade wenn so Leute wie Christensen und Theat am Start hast, die wirklich ausstrahlen, dass sie es hassen würden, so ein Ding noch zu verlieren. Wenn du die Spiele so gewinnst, glaube ich, macht das mehr mit dir, was so den Zusammenhalt und den Spirit für so eine Saison-Endspurt angeht, als irgendwie so ein 3-0 oder so. Ja, aber ganz ehrlich, es ist alles hier sehr, sehr positiv, aber ihr müsst schon auch zugeben, dass dieser Chancenwucher den einen oder anderen durchaus auch mal ein bisschen sauer gemacht hat. Ja? Also, wenn ich mir diesen Score angucke, Expected Goals, dann war es irgendwie 4-1 und das ist schon eine deutliche Message, weil die Eintracht hat zwischenzeitlich auch das Tor einfach nicht machen können und ich habe dann schon gedacht, vielleicht muss es durch ein Eigentor der Stuttgarter passieren, damit wir hier wirklich in Führung geraten. Wie hat dich dieser zwischenzeitliche, weil es waren schon viele Chancen, die wir einfach nicht gemacht haben. Hat einen wahnsinnig gemacht. Ja, genau. Wie hast du dich trotzdem wieder besonders, dass du denkst, okay, wir ziehen es trotzdem noch? Gar nicht. Ich war einfach sauer. Ich gebe es auch offen zu. Ich meine, man kann ja auch zugeben, wenn man sich irgendwie während dem Spiel in seinem Fansein irgendwie täuscht. Ich war richtig sauer, dass Topmöller so schissrig gewechselt hat.
Weil ich denke mir, es kam diese Szene der roten Karte. Etikette macht das übrigens Weltklasse, wie er diese rote Karte zieht. Ja. Dann ist Stuttgart mit 10 Mann. Stuttgart wechselt danach offensiv und die Eintracht wechselt positionsgetreu, nachdem wir schon diese Collins-Knauf-Geschichte hatten. Das heißt, die Aufstellung war schon so, okay, erstmal sicher, es viele defensive Spieler, da kommt noch ein Defensiver dazu, dann kriegt der Gegner eine rote Karte. Und dann würde ich als Michy Batshuayi da sitzen und sagen, let's go, Alter, jetzt kommt meine Zeit. Und was macht der? Ja. Der wechselt positionsgetreu und auf einmal steht am Ende auf dem Platz. Ja, ich denke mir so, wollt ihr, ich weiß nicht, also ich hatte so das Gefühl, ich wollte Dino Topmöller zurufen, guck mal, ihr seid hier in eine Schlägerei verwickelt, der liegt dort auf dem Boden. Leg ihm jetzt die Handschellen an, damit ich jetzt hier keine schlimmeren Bilder bemühe und die Kommentare ausflippen. Was ja auf der Seite der Kopf heute. Ja, das lass mir nicht gefallen. Das lass mir nicht gefallen. Dann sag ich mein ursprüngliches Sprachbild, was ich im Kopf hatte. Du musst die Schlägerei jetzt beenden. So. Bleiben wir beim MMA vielleicht. Du weißt es, wie es ist. Es gibt so Szenen beim MMA-Kämpfen, wo du das Gefühl hast, okay, wenn der jetzt durchzieht, dann kommt der Schiedsrichter gleich und stellt sich dazwischen und der Kampf ist abgebrochen. Bogen noch mal bekommen. Und das war kurz davor. Und du hast das Gefühl gehabt, dass der aber gedacht hat, nee, ich gewinne das auch nach Punkten. So, nee, ich gewinne das auch. Und damit gehst du ja trotzdem ein Risiko ein, dass der irgendwie, und der wäre ja möglich gewesen durch diese ganzen gefühlt 20 Eckbälle, die Stuttgart hatte, dass die zum Lucky Punch kommen. Also ich glaube tatsächlich, dass man da eine kleine Kritik äußern kann. Ja. Ich glaube, dass du früher hättest umboxen können. Ja. Phil, wie siehst du das? Ja, Basti sagt gerade, dass Dino irgendwie den typischen Klitschko machen wollte und den Sieg einfach nach... Gentleman, genau, Henry Maske. Oder Henry Maske einfach tot ringen, so mehr oder weniger. Nur durch Jabs gewinnen. Genau, und dann gewinnen. Was hat dich denn so ein bisschen, hat sich vielleicht auch ein bisschen wütend gemacht oder was denkst du, was stand dahinter? Einfach der Glaube, dass die Mannschaft das auch so richten wird? Genau das. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das einfach, ja, dieses Zutrauen in diese eigene Stärke, das wir schon angesprochen haben, ja. Ich glaube, das war einfach so präsent auch an diesem Samstag mit diesem ganzen Background der letzten Wochen, dass du einfach das Gefühl hattest, egal was jetzt passiert, diese Jungs ziehen das Ding, ja. Und am Ende musst du ja wirklich sagen, du hast die Expected Goals schon angesprochen. Ja. Also die spielerische Dominanz in der zweiten Hälfte war ja wirklich frappierend, unabhängig auch schon bei 11 gegen 11. Nicht erst ab 11 gegen 10, sondern auch schon vorher. Und das war wirklich etwas, was die Brust ja noch breiter werden lässt dann in einer solchen Situation. Und klar, du hast als Eintracht-Fan trägst du natürlich das immer im Hinterkopf, dass du denkst, oh Gott, mit einem Mann mehr, 1-0 vorne. Ja. Irgendwann ist es ein runder Ball zu viel. Ja, haben wir alle gehabt. Ja, das hat's ja so anstrengend gemacht. Ja. Das hat's ja aber das hat ja auch genau dann dazu geführt, warum man so denkt, boah, Alter, warum beerdigt ihn? Weil du auch irgendwann, ich finde, bei Stuttgart hat man auch irgendwann gemerkt, die waren verbessert in der ersten Halbzeit, aber die Eintracht hat es auch endlich mal geschafft, solche Gegner nicht zurück ins Spiel zu holen. Das stimmt. So, wir haben oft Gegner hier, wo du das Gefühl hast, ey, die sind angeschlagen. Ja. Lass die das bitte spüren. Ja. Und dann holt die Eintracht die plötzlich zurück ins Leben. Das haben die mit Stuttgart nicht gemacht. Genau. Im Endeffekt war das fast unfair, was die Eintracht gemacht hat, weil die haben die nicht K.O. geschlagen, sondern die haben die gequält. Haben sie leiden lassen. Dieser Sieg in Entstehung und Bedeutung, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, was die Wichtigkeit angeht, war das eine 97. Eine 97? Auf einer Skala von 1 bis 10 war das eine 97? Ja. Mathe. Hier, Fußball 2000. Wir stehen hier nicht umsonst bei den Gehirnen. Wir sind im Eckenberg-Museum, die Ausstellung der Gehirne. Haben Sie auch ausgestellt. Genau, da vorne ist Charlie Körbe. Jetzt ein Dino-Witz, sonst raste ich aus. Nee, warte doch, lass dich sammeln. Wie die Eintracht den VfB. Stimmt, aber wer maßgeblich daran beteiligt war, dass dieses Spiel so gut war, muss man let's sagen, Mario Götze, der wahrscheinlich, muss ich wirklich sagen, seine allerbeste Summe der Frankfurter Eintracht spielt und wahrscheinlich der beste Mario Götze seit 2014 ist. Ich sag das seit Jahren, seit er da ist eigentlich, das ist einer der geilsten Fußballer, die ich je bei Eintracht Frankfurt gesehen habe. Und ich weiß, er hat auch in den letzten 2-3 Jahren oder was immer mal Hate abbekommen, von wem, warum spielt er, warum, ne, so, es ist mir scheißegal, dass wenn du so einen Fußballer am Start hast, der so ein außergewöhnliches Spielverständnis hat, so ein tiefes Verständnis von diesem Spiel, wo offensichtlich ist, dass der das besser versteht und besser kann als jeder andere oder fast jeder andere, der da auf dem Spielfeld mitmacht, so, musst du spielen lassen. Und in guten Phasen, natürlich gehört da Fitness dazu und Frische und was auch immer, aber in guten Phasen kriegst du dann so einen Mario Götze, das ist das Level, auf dem der spielen kann. Und wenn du so einen Spieler hast, spielen lassen. Immer. Vor allem, es sind, wie du schon gesagt hast, es ist wie im Leben, wie in der Liebe, es sind so diese Kleinigkeiten, die den entscheidenden Unterschied dann machen. Und ich habe ihn wirklich auch mal 2 Minuten beobachtet am Samstag von der Tribüne aus. Das sind auch diese Sachen, die dir gar nicht auffallen. Ja. Weil wie du sagst, der denkt schon 3 Sekunden vorher. Der im entscheidenden Moment wartet er diese halbe Sekunde, bis genau der Passweg aufgeht, der die halbe Sekunde vorher noch nicht da war. Weil er das weiß, weil er Fußball anders lebt und anders spürt als jeder andere. Ja. Das ist wirklich, glaube ich, der hat einfach ein riesengroßes Talent und er hat sehr viel mehr Talent als die allermeisten, die da stehen. Und das muss man einfach
laufen lassen. Und, lass mich einen wichtigen Satz noch dazu sagen. Auch zwei. Er spielt endlich auf seiner Position. Das finde ich ganz wichtig, weil ich fand Götze auf der 6, klar, hat er der Mannschaft mit seiner Ballsicherheit und seiner Intelligenz, hat er natürlich auch einen Wert. Aber auf einer offensiven Halbposition, ein bisschen weiter draußen oder auf der 6, ist ein Mario Götze eben ein Stück weit auch verschenkt. Der ist noch immer besser als die meisten anderen auf diesen Positionen. Aber auf dieser 10er-Position, die er jetzt die letzten Wochen spielt, da siehst du diesen ganzen Wert eines Mario Götze. Und das hat auch Dino jetzt verstanden. Liebe Leute, überlegt euch mal, wenn ihr euch zurückversetzt in das Jahr 2016 oder 17, hättet ihr dann gedacht, dass 2025 die Eintracht um die Champions League spielt mit einem Mario Götze im Team? In welchem positiven Fiebertraum leben wir eigentlich? Das ist schon absurd, weil wir überlegen, wir reden von dem einen Spiel zum nächsten Spiel, Europacup, Champions League, die ganzen Siege und so weiter und so fort. Und du überlegst, wo bist du jetzt eigentlich? Das ist Wahnsinn. Und Mario Götze, der nicht hier ist, um irgendwie noch mal ein bisschen Altherrenfußball zu spielen, der hat Bock, der ist so motiviert, wie ich gesehen habe, wie er gejubelt hat nach dem Tor, nachdem er ja schon Riesenchancen hatte, die er nicht gemacht hat. Der ist total bei der Eintracht. Und diesen Wert eines Topspielers zu haben, Basti, ist von unschätzbarem Wert, oder? Ist tatsächlich, weil man wusste ja auch nicht, wie die Sache ausgeht. Es ist ja, man muss ja auch nicht so tun, als hätte Mario Götzes Karriere so gelaufen, sondern du hast ja das Gefühl gehabt, okay, wer weiß, welcher Mario Götze hier auftaucht. Klappt das? Wissen wir nicht. Es gab auch Phasen, wo es nicht geklappt hat. Und jetzt hast du aber, glaube ich, die Frage abschließend beantworten können. Das war ein absoluter Megatransfer, den die Eintracht da getätigt hat, weil du das Gefühl hast, der hat da Bock drauf, der macht das eben nicht nur, um noch mal ein bisschen in der Bundesliga zu spielen, der bleibt auch bei der Eintracht. Also es gab ja immer wieder mal jeden Sommer irgendwelche Gerüchte, ja, war es das jetzt mit Mario Götze, bla 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 bla. Stell dir Guck mal hier. Guck mal hier. Ja. Mario Götze bei Fußball 2000. Schön, dass du da bist, Mario. Ja, Mario, super Spiel Gutes Spiel gemacht am Samstag, oder? wir haben den jungen Mario Götze verpflichtet. Mario Götze. Sehr gut. Haben den jungen Mario Götze verpflichtet, sehr gut, so muss es sein. Ich glaube, woran man das merkt, was du gerade sagst, ist nicht in der Offensivarbeit, weil er hat einfach Bock drauf, weil ich glaube, dass er einfach gerne kickt, sondern an der Defensivarbeit. Ja, das ist der krass. Typ rennt auf Strom mit seinen 32 Jahren wie ein Duracell-Hase darum und hört auch gar nicht auf zu laufen, aber macht das auch nicht in so einer aktionistischen Wut, sondern der macht das klug. Ja. So, der läuft den Raum zu, dann läuft er den Raum, dann antizipiert er das, dann hat er den Ball. Er leitet die Bälle auch immer schnell weiter. Das sind genau diese Sachen, die nicht sofort auffallen. Ja. Diese ganz kleinen, direkten Weiterleitungen, um andere Spielsituationen zu kreieren. Einfach um dieser jungen Mannschaft einfach der Vater zu sein, den diese junge Mannschaft auch braucht. Und Basti, er macht das alles mit einem Lächeln im Gesicht permanent. Der fühlt sich so wohl, der hat so Spaß an dieser Gesamtkonstellation bei der Eintracht. Es ist wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so ein krasses Match ist jetzt inzwischen. Es ist absolut herausragend. Übrigens nur ein geiler Bandname, Basti und die aktionistische Wut oder so. Bin mal gespannt, wann das irgendwie kommt. Aber wenn ich darüber nachdenke, wer viel gelaufen ist, viel wütend unterwegs war, da muss ich auch sagen, hat zwar kein Tor gemacht, für mich aber ein herausragendes Spiel, Hugo Ekitike. Ja. Wir haben es eben schon gesagt, er hat diese rote Karte fast provoziert. Er hat die gezogen, aber meine Güte, wie schnell der unterwegs ist, wie seine Ballbehandlung ist. Natürlich hat das Tor diesmal nicht geklappt, aber das ist ein unschätzbarer Wert. Du merkst jetzt schon, es wird so schwer im Sommer. Also der große Unterschied ist ja nicht nur, also er hat nicht getroffen, aber diese Gefahr, die der ausstrahlt, ist Wahnsinn, diese Torgefahr, die der hat. Und der große Unterschied für mich ist aber die Defensivarbeit, die der auch leistet. Ja. Also weil du jetzt auch im Spiel gegen Stuttgart gesehen hast, wie viel der unterwegs ist, wie der anläuft und so weiter und so fort. Das war ja was, das bringt nicht jeder Stürmer mit, und bei ihm hat man auch das Gefühl gehabt, okay, das muss er ein bisschen irgendwie eingeschliffen bekommen von Dino Topmöller. Hat offensichtlich ganz gut geklappt. Dino Topmöller hat letzte Woche auch auf der Pressekonferenz schon in die Richtung irgendwie was gesagt, von wegen, das hätte ein bisschen gedauert, aber jetzt merkt man, ne? Genau, jetzt merkt man, wie viel der auch für die Mannschaft arbeitet, und dann kommt er automatisch in so eine Situation. Ne? Das ist halt der Schlüssel dafür, dass du als Stürmer dann irgendwie auch glänzen kannst. Und das hat er verinnerlicht, und der bringt so ein geiles Paket mit. Der ist so schnell, der ist so torgefährlich, der hat so eine geile Technik. Jetzt mittlerweile arbeitet er auch für die Mannschaft. Also das wird wahrscheinlich der nächste 80 Millionen Transfer. Vor allen Dingen diesen schlachsigen Körper so einzusetzen im Zweikampf. Wenn du den so siehst im echten Leben, wenn er da so lang schlurft, denkst du dir, der muss ja von jedem normalen Verteidiger mit einem normalen Körper, wird er ja umgemäht. Genau das Gegenteil passiert, weil der so schlau seinen Körper da inzwischen einsetzt. Das ist wirklich überragend, wie der diese rote Karte zieht. Und ich bin ja jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich denke, oh Gott, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo du sagst, genießen wir noch mal diese Spiele, wo wir Hugo Ekitike haben, weil im Sommer ist er ja weg. Und dann bin ich aber 3 Sekunden später wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, wir haben ja in Frankfurt jetzt eine sehr funktionierende Stürmermaschinerie, eine Produktionsstätte für Weltklasse-Stürmer.
Die nächsten 2 sind wahrscheinlich schon wieder in der Pipeline. Aber ganz Du hast recht, aber vielleicht will er Champions League spielen und sollte er bei der Eintracht bleiben. Bleib noch ein Jahr, spiel noch Champions League. Ja. Weißt, bevor du irgendwie bei, was weiß ich, Liverpool nur jedes dritte Spiel machst, Alter, dann bleib bei der Eintracht, spiel noch ein Jahr Champions League und dann kannst du immer noch für 80 Millionen sonst wohin gehen. Aber die guten Stürmer in Frankfurt sterben nicht aus. Das ist tatsächlich richtig. Anders als die Dinosaurier, die wir hier erleben können. Nach einer halben Stunde. Ah, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Und mit diesen Stürmern, die wir immer wieder rausbringen, können wir jeden Gegner versenken. Berg. Oh, wow, okay, alles klar. Ob der vorgeschrieben war, liebe Leute, ich weiß es nicht. Aber wir sehen natürlich, also ob es vorgeschrieben ist, wissen wir nicht, müssen wir mal gucken. Aber was auf jeden Fall sehr gut ist, Wolf Singer hat es trotzdem approved. ist die Ausgangslage der Frankfurter Eintracht. Denn jetzt Dritter, alle haben für uns gespielt. Basti, du hast vorhin schon gesagt, super Spieltag. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie können wir das jetzt die nächsten Wochen so halten. Keine Ahnung. Nein. So, wollte ich hoffen. Mann, das wird jetzt, aber du hast recht, das wird jetzt Woche für Woche wird's ein Zittern. Jetzt, Also ja, jedes Mal. Aber wisst ihr was jetzt zum ersten Mal passiert ist? Wir machen uns ja immer über uns selber lustig, auch wenn wir bei WhatsApp so schreiben, boah, am Wochenende ist so wichtig. Ja. So, weißt du, als wenn es Spiele geben würde, die nicht wichtig sind. Ja, genau. So, wir schreiben jede Woche, boah, gegen Stuttgart, das ist jetzt schon wichtig. Das haben wir jetzt so in Bochum, 2 Wochen das ist gespielt. schon echt ein wichtiges Spiel. Ja. Also als wenn man so das Spiel herausheben muss Ja. und als hätte man das die Wochen vorher nicht gemacht. Also Leute, ich melde mich jetzt mal wieder. Dieses Spiel ist jetzt wirklich wichtig. Aber wirklich wichtig. So kommuniziert man ja. Und ich muss zuerst mal jetzt sagen, um Gegensatz dazu zu machen, ich weiß nicht, ob ich das in aller Deutlichkeit jetzt über dieses Bremen-Spiel sagen werde. Warum? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich glaube, das Stuttgart-Spiel war wichtiger als das Bremen-Spiel. Ich glaube, durch die Ausgangslage, die der Spieltag dir jetzt gegeben hat, musst du dich nicht schämen oder musst nicht anfangen zu heulen, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, je nachdem wie das Spiel läuft, nur einen Punkt holst. Natürlich ist das ein wichtiges Spiel, aber auf dem Stuttgart-Spiel war wesentlich mehr Druck drauf als jetzt auf dem Bremen-Spiel. Ja. Die Elementarheit der Spiele unterscheidet sich meiner Meinung nach schon. Das Stuttgart-Spiel war wichtig, weil jetzt hast du die Tabellensituation ausgenutzt, du hast dir selber bewiesen, dass das Bochum-Ding kein Ausrutscher war, sondern dass du in der Bundesliga auch wieder in die Spur gekommen bist mit 2 Siegen hintereinander. Jetzt soll Bremen mal kommen. Ich sehe das, Meine Güte. ich sehe das, Nochmal wichtig oder ganz wichtig? ich sehe das anders. Ich finde, jetzt ist Crunch-Time. Jetzt hast du noch, ich glaube, 7 Spiele in der Liga. Oder wie viele sind es noch? Ja. Irgendwie so. Ja. Plus Europacup. Jetzt ist jedes einzelne Spiel das Wichtigste, Alter. Jetzt hast du ohne Scheiß, jetzt hast du 5 Punkte Vorsprung auf dem 5. in der Liga. Wenn du nächste Woche verlierst und keine Ahnung, wer da jetzt ist, Gladbach oder so gewinnt, sind es wieder nur 2 Punkte, dann kommst du wieder in so ein Zentrum. Du musst jetzt jeden Punkt mitnehmen, der geht, Alter. Jedes einzelne Spiel musst du jetzt wirklich als das Wichtigste der Saison Stefan, ich verstehen. verstehe es. Kurzer Einwand hier. Wir haben jetzt noch eine ganze Woche Zeit zur Vorbereitung und danach ist die englische Woche, weil danach ist ja geil, Europacup. Genau. Stimmt, das, ja klar. Genau, das heißt, ist jetzt eigentlich noch die Zeit. Ist jetzt eigentlich... Wir merken, Stefan, das ist ein Senckenberg-Museum, demnächst müssen wir mal ein Zoo offenbar. Keine Ahnung. Aber wir gucken uns nachher die ganzen Situationen noch an. Aber was ich sagen wollte, du hast jetzt noch eine ganze Woche Zeit, weil jetzt auch Vorbereitung, du bist fit und dass du jetzt mit voller Fitness gegen Bremen noch gewinnst, um dann vielleicht ein bisschen das Energiemanagement besser zu verteilen, weil dann gegen Tottenham wird es immens krass und dann kann es sein, dass dann das Wochenende zwischen den beiden Tottenham-Spielern vielleicht ein bisschen Lobo gemacht werden würde. Zumal ich nach wie vor so ein bisschen, ich gucke halt immer in den Rückspiegel, aber das ist halt auch Eintracht-Fanseits bedingt nach den letzten Rückrunden. Hast du gut bei der Fahrschule gelernt, auf jeden Fall. Ja. Schulterblick. Blinker setzen. Aber es ist wirklich jetzt auch mit, keine Ahnung, ich lese nur dann Trainerwechsel in Leipzig, denke mir, scheiße, dann kommen die jetzt nochmal. Das ist sofort dieser Reflex, den ich habe. Ja. Und Aber gut, es ist ich glaube Schalke, trotzdem oder? in Summe, Schalke Löw. wir sind besser als Freiburg, wir sind besser als Mainz, wir sind auch besser als Gladbach. So, ja. Deswegen ist es eigentlich auch ein Stück weit unbegründet. Aber Fakt ist, wenn sie das spielen, wie sie es am Samstag spielen, dann, ich spreche es nicht aus, aber dann haben wir vielleicht im Sommer eine ganz gute Zeit und in der nächsten Saison auch. Liebe Leute, es hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich bin total hyped. Ich sag mal trotzdem, gegen Bremen nochmal Vollgas und dann Energiemanagement und dann, das wäre gegen Tottenham, weil da sind wir auch vor Ort, liebe Leute. Ja, einige von uns werdet ihr in den Bildschirmen dann flackern sehen und dann melden wir uns spätestens. Da aber eigentlich auch noch vorher. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Fußball ist ja vor allem Kopfsache. Das gilt natürlich vor allem für unser Bildungsfernsehen von Fußball 2000. Also tut eurem Gehirn was Gutes und schaut euch noch eine Folge an, und zwar die Highlights, die wir gemacht haben. Phil und ich haben uns das Spiel gegen Stuttgart nochmal angeschaut. Das könnt ihr hier sehen, genau da, wo Charlie Körbels Gehirn ist.